So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Non-FF. Wir sind hier heute zu Besuch bei Max, MX Motorsport. Guten Tag. Der nette Herr hat uns ja auch schon mal besucht. Und da wir auf dem Weg zum Salzburgring sind, dachten wir, wir halten hier mal unterwegs, weil das liegt nämlich quasi auf der Strecke. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal eine Runde und gucken uns das hier alles mal ein bisschen zusammen an. So, soll ich loslegen? Ja, leg mal los. Was willst du wissen? Ja, was will ich wissen? Was hast du Interessantes zu erzählen, ist eher die Frage. Ja, also du weißt ja, ne, ihr seid ja so die Zuffenhausener und wir haben ja ein bisschen so die bayerische Flagge oben, hatten wir Genau, gerade war schon. die andere Seite. Ja, also wie gesagt, 95 oder 98% nur BMW. Ja. Genau, und so ein paar Nebenmarken noch, wie dieses APR, die APR-Geschichte der VAG und so. Aber ja, wie gesagt, Großteil ist bei uns wirklich BMW. Ich bin BMWler, auf BMW gelernt, ne, da bleibt man dann hängen und so. Da bleibt man dann auch, das Und, verstehe ich. Genau, dann ist es so. Also ja, wir befinden uns gerade im halb fertigen Showroom. Ne, ich hatte es ja gerade schon angeschnitten, also wir sind noch ein bisschen im Ausbau. Aber da wir ja hier quasi einen Neubau haben, und ja, sich Neubauten auch nie auf Tag 1 beenden und du dann direkt starten kannst, ne? Haben wir hier noch so ein bisschen Baustelle. Man wird es wahrscheinlich sehen, es stehen noch viele Kartons und so weiter rum. Aber ja, hier ist eigentlich nur Loungebereich, Kundenwartebereich und hier wird dann mal so ein bisschen noch die Wand fertig verkleidet und hängen da ein paar schöne Teile und ja, hier Aufbereitung und Folierung. Stimmt, da hatte ich was mal bei dir in der Story gesehen. Du machst auch Folierung, also du hast wahrscheinlich jemanden, der kommt hier hin. Ich selber nicht, ja, aber du selber nicht. Ein Externer halt, ne, der für uns dann, siehst du, hier so Designs drauf macht oder mal Steinschlagschutz ist bei dir wahrscheinlich genau das. Ich wollte gerade sagen, das ist echt praktisch, weißt du, man hat das ja selber zu oft, ne, kassendreckiges Auto, am Schluss siehst du unten drunter irgendwelche Kratzer, rufst den Kunden an, ey, wollen wir nicht gleich mal eben aufbereiten, kommt einer hier hin, das macht natürlich schon viel aus, ne. Ja, oder gerade halt, weißt du, wenn du Umbauten hast, die so 2-3 Monate stehen, ne, und Kunde investiert, 50.000 Euro, dann ist es bei mir eigentlich inklusive, dass das Ding picobello rausgeht, ne, und dann wirst du kennen. Ne? Das schöne Rundum-Sorglos-Paket, ne? Sozusagen, ja. Das ist dann dabei, genau. Ja, ansonsten hinter dir oder hinterm Kameramann steht... War schwer zu übersehen, tolles Auto. Wunderschöner Zinnoberroter E30 M3 mit dem Sport-Evo-Paket. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Ne? Die Dinger sind einfach geil. Ja, ey, das ist auch super so ein tolles Auto, Auto. Ne? Da glaube ich, muss man auch nicht BMWler oder Porsche-Mann oder VW-Mann oder Audi-Mann sein oder Opel-Mann. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du autobegeistert bist, ne, also ich glaube, man braucht nicht viel mehr sagen, oder? Holt einen direkt ab. Holt einen direkt ab, ja. Rot, BBSAS in Silber. Punkt. Einfach krass. Mehr musst du nicht machen. Und vor allem bekannt, ne? Rot ist ja sowieso meine Farbe, also von daher wieder alles 1A. Nee. Das stimmt, dein mein Audi 8L ist auch genau, rot, ne? ja. Nee, Rot hat mich einfach, weiß ich auch nicht. Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aus dem Libanon, so einen GT3 da, einen roten. Und der hat, ich glaube, 997.2 GT3 und der hat 1200 oder 1400 PS bekommen und der war auch indisch rot. Das Auto war komplett original von außen, nur Toyos drauf. Krank. Boah, das Ding war so krass. Seitdem rot ist einfach mein Ding. Ich weiß nicht, immer wenn ich ein rotes Auto sehe, das ist, ja. Also irgendwas erweckt das in mir, weiß ich auch nicht. Ich war nie so der Rot-Fan, aber wir haben letzte Woche noch so ein E92 M3 geholt, auch in Rot. Ja. Und irgendwie hätte ich gesagt, also so ein roter M3, wenn es original ist und halt nicht nur Folie, dann kickt es schon echt krass. Also, muss ich sagen. Was mich bei Rot halt so abholt, ist, du siehst die Form des Autos sehr, sehr deutlich. Ja. Und jetzt gerade bei so einem formschönen Autos, du hast so viele schöne Ecken und Kanten. Und wenn der schwarz wäre, wäre auch schick. Keine Frage. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Farbe ist auch... Du verlierst das halt, gerade so die Formsprache des Autos, ne? Ja. Aber dem wäre mir auch, glaube ich, also wenn ich einen hätte, wäre mir Farbe wahrscheinlich auch fast egal. Aber klar, wenn man ihn rot haben kann. Ich wollte gerade sagen, wenn du rot haben kannst, dann würde ich auch rot nehmen, definitiv. Echt cool. Echt sehr, sehr schick. Ja, hier ist so auch Werkstatt, würde ich jetzt mal sagen, 90% fertig. Ne? Ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben da hinten noch so einen Dyno, den wir noch ein bisschen aufbauen müssen. Und die Ecke mit den Schmierstoffen ist noch nicht ganz fertig, aber... Ja, kommt Zeit, kommt Rat und so. Ne? Wächst mit der Zeit zusammen, ne? Ja, genau. Cool. Wie gesagt, Arbeit war erstmal so das Wichtigste. Ansonsten, ja, ich wollte halt alles so ein bisschen, was Werkstatt angeht, clean haben, sauber haben. Ne? Deswegen halt Sonic, RAL. Ist für dich natürlich jetzt auch ein Riesenvorteil. Auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, doof, weil alleine schafft man nicht so viel. Aber auf der anderen Seite, deine Ordnung bleibt auch genauso. Weil du bist nämlich der Einzige, der das Werkzeug benutzt. Du legst das da hin und das ist später auch noch da. Und das Gute ist, wenn die 10er Nuss fehlt, weißt du, dann kannst du dir das selber eine geben. Ja, genau. Vielleicht noch mal kurz für die Zuschauer, die es nicht wissen.
Du hast 5 Bühnen hier, aber du bist effektiv alleine. 6 Bühnen, genau, Ja. und noch alleine. Genau. Noch alleine, also suchst du jemanden, oder? Oh, das würde ich jetzt nicht so... Nein, also das war jetzt nicht so schick, jetzt 100 Bewerbungen, sondern einfach, hast du vor, mal auch ein bisschen größer zu werden, im Sinne von, du holst dir noch ein paar Leute dazu, weil ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du viele Leute hast, ist halt auch schwierig, Qualität halt auch beizubehalten, ne? Weil jeder hat einen anderen Arbeitsanspruch und dann immer alles doppelt und dreifach kontrollieren, klaut halt auch viel Zeit. Ja. Also, wie du sagst, Kontrolleur spielen wollte ich jetzt nicht. Nee. Und ich will halt auch das, mit dem ich angefangen habe, so weiterführen. Deswegen hier gleich 5 Leute reinstellen, die alles irgendwie durchschrauben, ist natürlich möglich, aber Klar, ist nicht mein Ziel. Genau. Deswegen gerade muss ich noch so ein bisschen, sag ich mal, einen sauren Apfel beißen und da selber die eine oder andere Nachtschicht ranhängen. Aber das ziehst du ja auch knallhart durch. Also wenn ich da zum Teil, weiß ich nicht, Samstagmorgens, ich stehe auf, will zur Firma fahren, guck aufs Telefon, sehe Instagram, Story, Max schon in der Halle. Von vor 5 Stunden oder so. Immer. Ab und zu, du wirst es auch kennen, ne? Wenn was fertig werden muss, dann... Klar, muss halt fertig werden. Ne? Wenn der Kunde schreit, ne, dann musst du halt reagieren. Ist einfach so. Ne? Weil wenn du eben immer sagst, ja, ne, kann nicht und dies und das, mal kann man mal einen vertrösten. Ne? Aber beim zweiten Mal überlegt er sich das. Ja, klar. Also ich muss sagen, ich habe schon sehr verständnisvolle Kunden und so, ne? Aber in der Regel, klar, jetzt wie gesagt, wir sind halt, oder ich bin hart im Verzug gewesen, weil der Bau nicht fertig war und so. Und dann hast du halt Termine. Ja, und ich bin dann nicht so, ich rufe dann 20 Leute an und sage, ey, geht gerade nicht, sondern ich sage dann, du komm, und dann weiß ich halt, was auf mich wartet. Klar, ne? Und, dann guckt man, dass man irgendwie die Kuh vom Eis holt. Dann musst du 8 Wochen irgendwie rausholen wieder. Aber nee, also wird alles, um Gottes Willen, macht ja auch Spaß, sind ja durch und durch für mich jetzt nur geile, schöne Autos da, also von daher... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man das nicht wirklich als Arbeit sieht, sondern halt als Spaß oder sage ich jetzt mal, die Belohnung ist, anders formuliert. Du machst das und deine Belohnung ist Geld. So sehe ich das zum Teil. Also meistens die Arbeit, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich arbeite. Mir macht das einfach Spaß, das zu machen. Zum Beispiel, wenn ich Urlaub habe, ich kann nicht länger als 2 oder 3 Tage rumsitzen. Ich kann das nicht. Ich gehe kaputt. Ich muss irgendwas tun. Ich sage auch immer oft, ich brauche immer so 2 Wochen Ruhe und so. Dann habe ich noch nicht gemacht, aber selbst wenn wir zum Beispiel nach Amerika auf die SEMA-Show fahren, ne, dann bin ich schon wieder aus dem Flugzeug raus und so, jetzt will ich erstmal ein Auto sehen. Aber ich wollte gerade sagen, aber dann bist du aber auch im Autothema drin. Du machst ja nicht wirklich Urlaub. Du bist zwar weg von der Arbeit, aber trotzdem ist es Arbeit. Man sagt ja immer Urlaub, ne, aber Urlaub, dann bist nur, hier ist ein Carfreak, da ist ein Carfreak, du bist nur, also eigentlich dreht sich das ganze Leben darum. Ne? Und wenn du Sonntag vielleicht mal 5 Stunden irgendwo essen bist oder ein bisschen chillst, dann ist das so die Erholung, sag ich mal, aber im Großen und Ganzen ist das halt das Leben, aber sucht man sich ja nicht aus, ich habe das ja so, ich will das ja so und von daher. Nee, ist ja auch cool, ist ja auch cool. Ja, genau. Was gibt es noch zu sagen? Ja, also auf jeden Fall hast du ein paar schöne Autos hier, egal ob neu oder älter, schön also durchgemixt. Durch die Bank von Baujahr 80 bis 2023, also ganz neue M3 gerade nicht, die wurden gestern geholt, aber sonst, Stimmt, hatte ich bei dir in der Story gesehen mit so einem Display, ich weiß gar nicht. Genau, die G-Modelle schon, so Nachrüstungen oder halt jetzt Fahrwerkstechnik, die Autos, die jetzt gerade vom Band laufen, Ja, da sind wir auch gerade dran, das zu machen für 997, 991 und 992. Das ist mega. Das ist schon echt cool. Das ist schon, alleine gibt einem auch ein besseres Bauchgefühl als Fahrer, wenn du einfach mal kurz mal checken kannst. Ne? Weil, nicht nur Spielerei, sondern halt wirklich Fakten, genau, du wirklich siehst Lambda-Werte und richtig, so. genau sowas. Das macht schon echt viel aus, weil ich habe das selber ganz oft, hast du mal, weiß ich nicht, ein komisches Geräusch, sage ich einfach mal, oder nimmst es wahr, ein komisches Geräusch, hast du jetzt mal ein schlechtes Bauchgefühl. Wenn du mal eben gucken kannst, bist du beruhigt, fährst du weiter, alles cool. Ja. Und da kannst du mal schnell Fehler speichern und so. Genau. Auslesen während der Fahrt, das ist schon ganz geil. Ja, genau. Was gibt es so zur Arbeit zu sagen? Also ist wie bei euch auch. Der eine kriegt Motor raus, Motor rein, Verstärkung, der andere nur einen Service. Hier Fahrwerk auch so, und so weiter. So ein Business, das ich ein bisschen angefangen habe, halt mit den Japanern, den einen oder anderen immer rüber zu holen, auch gerade für Kunden oder ältere Modelle, wirst du auch wissen, ein 996 oder ein 993 oder ein 64er kriegst du auch nicht mehr nachgeschmissen. Nee. Ne? Und dann halt auch eher in guten Zustand und deswegen man macht auch so ein bisschen, dann, wie gesagt, hat man vorhin schon Lisas Projektecke mit dem Wieder so ein formschönes Auto. Evo 2. Ja, leider jetzt ohne Front, nur mit Heck, aber der wird auch gut. Genau darunter der E46 M3, den wir so ein bisschen auf Track umgebaut haben. Und alles andere. Mensch, auch schon wieder rot. Kommt auf dem aber auch extrem gut. Ja, also, super schön, super schön. Ich habe das Auto ja gesehen, als ich am Bilzerberg war Lisa ja mit dem da. Ja, genau. Ja. Und ich stehe da drauf. Also gerade Rot, Silber, die ganze Kombi von dem Auto ist echt super gelungen. Der E30 ist klar Zinnoberrot und das dann Gegenstück Imola Rot 2. Imola Rot ist das, okay. Ja, aber auch echt sexy Farbe, genau. Ein bisschen mit CSL-Paket ausgestattet und so. Und ja, so ein Clubsport Plus Auto. Carbondach haben wir eingesetzt vom CSL. Heckklappe,
Oh, Carbondach ist so sexy. Ja. Ja. Aber das ist auch so ein typisches BMW-Ding, ne? Carbondach, Carbonspiegel. Das sind so Sachen, ist so. Ja, Carbonspiegel bin ich da nicht so der Fan davon, weil also selbst wenn die jetzt aus Carbon werden, würde ich sie, glaube ich, in Wagenfarbe lackieren, weil ich das nicht mehr so mag, wenn dann die Ohren wegfallen vom Auto. Aber Carbondach, ja, M-Modelle durchgehend. Bei dem, ich weiß nicht, wie du da drin bist, so, aber Carbondach gab es eigentlich nur beim CSL, also das Sondermodell. Ja. Und alle anderen gab es nur mit Stahl- oder Schiebedach. Ne? Und in dem Fall, das ist ein US-Modell gewesen und hat so eine wunderschöne US-Historie, dass man sagt, ist eh schon alles scheißegal. Okay. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, komm, Schiebedach raus und CSL-Stoßstange vorne. Ja. Ich sehe auch, Interieur ist auch ernst. Ja, halbwegs, genau, so ein bisschen Clubsport plus halt ein bisschen Bügel drin, die Sportster CS. Ja. Genau, auch cool. CSL, Türpappen, CSL-Konsolen, alles aus Carbon, keine Mittelarmlehne mehr. Ja. Lisa-Style halt, ne? Sie wollte das so haben und dann haben wir den einmal so gebaut. Also ist eine runde Nummer. Also es gibt jetzt nichts auszusetzen, wo man sagen würde, okay, das könnte vielleicht, also muss ich sagen, Auto Feinheiten ja, aber im Groben und Ganzen. Ja, nein, aber im Groben und Ganzen so Auto wirkt echt cool. Ja, sexy Auto. Ja, E46 sowieso, ich muss immer denken an Most Wanted. Oh ja, das Silberne mit dem Blauen. Wo ich mit groß geworden bin, deswegen das Auto. Ich bin, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der BMW, Mercedes, aber so ein paar Autos, da bin ich ganz klar hängen geblieben und das ist auch so eins. Ja. Also, das war halt die Jugendzeit, ne? Genau, da bin ich halt einfach mit groß geworden und das ist jedes Mal, wenn ich doch so ein Auto sehe, doch sehr geil. Bei mir auch so, ja. Es waren halt bei mir die Autos in der Ausbildung halt, ne? Lehrzeit und dann, es ist einfach, verbindest du da mehr als nur, es ist halt ein schöner E46. Definitiv, also bei mir so. Ja, gerade aus so 996 hatten wir letztens ja auch wieder das Thema, ich bin einfach mit den Autos groß geworden. Es gibt so die Leute, die lieben die Autos und Leute, die hassen die Autos, wegen diesen Eierscheinwerfern. Ja. So, klar, ob das schön ist, Geschmackssache, aber ich finde es cool, das gehört so dazu. Gerade das macht auch so ein bisschen den Charme des Autos ja auch aus. Ne? Das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ja. Und halt, ne, jetzt so nach und nach kommen die Autos wieder, weil gerade auch so Leute in meinem Alter, die damit groß geworden sind, die überlegen sich, kaufe ich mir einen 997 oder einen 996, tendieren dann doch meistens eher zum 996. Ja, stimmt. Das ist bei mir genauso. Meine, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? Ich bin 24. Ich bin jetzt 33, da ist schon, also meine Altersklasse, es sind ja bloß ein paar Jahre Unterschied, aber die sind auch schon so, E36, E46, halt so 90er-Kinder und so, ne? Ja, E36 auch. Ja, gibt es die einen, die sagen Döner-Corvette und die anderen sagen geiles Auto. Ich bin zum Beispiel in einem E36 Touring, ich wollte schon sagen, gezeugt worden, um Gottes Willen, aber damit groß geworden. Ja, meine Eltern haben ihn damals neu gekauft und ich war 7 Jahre alt und da hast du schon so ein bisschen was noch im Kopf und weiß noch, okay, ich war damals auf der Rückbank und dann ging so eine Glastür auf. Meine Mutter ist quasi mit dem Auto aus dem Showroom raus und das ist so eingebrannt, dass bei mir, also im Herzen so diese E36-Baureihe auch extrem tief drin ist. Ne? Und, ja, sehr cool. Ja. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten ja auch mal den E36 da ja als Track-Tool. Und wir sind ja nicht viel mehr mit gefahren, halt zwar immer nur auf dem, klar, war ja ein Ringauto, sondern mit halt immer im Ring gefahren. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. War ja nur 318 CSI, nur. Aber trotzdem, gut. Das Auto fuhr mega, Gewicht war der Hammer, war eigentlich genau perfekt. Jetzt für mich als Anfänger, ne? Ich bin früher ein bisschen Kart gefahren, bin ich der Rennstreckentyp. Ne? Das war schon echt cool. So als Einsteigermodell war sehr, sehr tolles Auto. Ist ja auch, siehst du ja, Nordschleife, ne? Wenn jemand ein Tracktool baut. Also E36, ich wollte gerade sagen, eine bessere Basis für vernünftiges Geld, obwohl sie mittlerweile auch teurer geworden. Ne? Du findest ja, also über Porsche wahrscheinlich, okay, Porsche ist nochmal ein anderes Level, aber E36 ohne Rost mit M-Paket, Schalter, viel Spaß beim Suchen halt. Ne? Und dann also 20.000 Euro für so eine Schleuder, wo du früher weißt, ich habe die für 500 Euro gekauft. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben unseren, ich glaube für einen Tausender oder haben wir unseren gekauft, mit bisschen Rost, haben wir ein paar Bleche reingemacht und waren fertig damit. Ja, so ein bisschen. Mal eine ganz andere Frage. Ich hatte was bei dir in der Story noch gesehen, Auspuffanlage. Du brauchst eine Auspuffanlage für einen BMW. Da haben mich ein paar Leute nachgefragt, da waren so Bögen alle so nacheinander auf einer Seite. Das macht man wegen Resonanz, wegen Schall, weil der eine Weg länger ist als der andere. Steht da hinten, ich kann dir mal ganz kurz was zeigen. Genau, also Paradebeispiel quasi S55 Motor, S55, S55, S55. Haben halt werkseitig, genauso wie jeder andere BMW auch, eine gewisse Klangnuance. So, und da gibt es halt Leute, oder die Amis, die haben damals damit angefangen, eine sogenannte Equal-Lengths-Anlage zu bauen. Das hat das auf sich, um
eine Schallüberlagerung stattfinden zu lassen. Also jetzt hier zum Beispiel einer auf der Bühne, das siehst du zum Beispiel, Downpipe vorne und dadurch, dass du ja Bank 1 und Bank 2 Reihenblock hast, ist ja logischerweise die Bank 1 länger als die Bank 2. Klar. So, da geht es ungefähr um knapp 30 cm, sage ich mal. Und diesen Längenausgleich musst du irgendwie so bis kurz nach MSD hinbekommen, dass du diese Schallüberlagerung hast von Bank 1 und 2, um dann dieses blechige Rotzen wegzubekommen zu einem, wie früher so E46, E36 M3, Straight 6. Also wirklich so einen schönen, sauberen Klang zu bekommen. Genau, ja. So, keine Ahnung, GT3 zum Beispiel auch, dieser, so ein gewisser Sechszylinderklang, seidig, was er halt werkseitig nicht hat, ne? Genau, und deswegen gibt es halt die Version bei den Amis zum Beispiel, du setzt es halt ein, das Problem ist, Nachcut entfällt, Schalldämpfer, teilweise Mittelschalldämpfer entfällt, das ist halt immer illegal. Klar. Und wir haben uns dann halt gedacht, oder ich habe mir gedacht, wäre geil halt auf legalem Wege. Dazu musst du leider Cuts einsetzen und du musst leider auch eine ganze Anlage bauen. Und das macht es halt sehr kosten- und entwicklungsintensiv, aber du hast ja dafür brutalen Klang. Ne? Ja. Und da zum Beispiel siehst du hier. Ja, das macht ja im Prinzip ja auch fast alles aus beim Autofahren. Das Klangerlebnis. Ist das Klangerlebnis doof, hast du nicht die maximale Emotion. Ist einfach so. Ja, das ist einer von den Prototypen gewesen. Genau, Mittelschalldämpfer mit einer Haarpipe drin. Und dann siehst du das rechte Rohr so gerade wie möglich, so dass es halt nirgendwo ansteht. Und das linke Rohr so zu schaffen, dass du da wieder 15 cm rausholst. Ja. Genau. Und dann treffen sie sich am Ende und dann geht's bupp und dann hast du halt genau diesen Klang. Ja. Okay, ich verstehe. Ja, weil der ist im Prinzip dann fast so wie bei dem Porsche. Beim Porsche führen immer alle die Abgase zusammen in einen Schalldämpfer. Genau. Dann klingen die Autos total, brummen die ganz doll, total unangenehm. Ja. Und wir trennen immer Zylinderbank 1 und 2, also 1 bis 3 und 4 bis 6, so, und haben für jeden einzelnen Auspuff. Und deswegen klingen die Autos ganz anders. Wir machen es dann genau umgekehrt quasi. Genau, ja. Und bei den Autos, der klingt ganz anders, klingt viel sauberer, sonst ist der immer so. Aber du hast ja beim Porsche schon die Parallele halt, ne? Also es ist ja immer gleich so, wenn du das vielleicht anders machst, dann natürlich hast du wieder einen anderen Klang. Ja. Aber bei BMW halt musst du dieses Überlagern, beziehungsweise beim M4 oder M3 das Überlagern halt irgendwie produzieren oder hinbiegen, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und das geht halt leider nur so, indem du eine Seite länger machst, eine andere kürzer. Ja. Aber sehr interessantes Thema. Also, ist noch nicht abgeschlossen, also ist wirklich unfassbar intensiv, kosten- und zeitintensiv. Ja, das ist, man unterschätzt das dann doch am Anfang. Mal eben einen Auspuff bauen, mal eben. Ich sag so, komm, bisschen, der Längenausgleich ist das kleinste Problem. Du machst ein paar Rohre, schweißt sie zusammen, alles gut, machst einen Cut rein, so, aber dann sagen die, welcher Cut? Dann hast du ja baureihenübergreifend andere Abgasnormen, dann fahren die Euro 5, Euro 6 Injektoren, bla bla bla. So, das alles will dann wieder KBA und Zulassung und Abgaslabor. Ey, frag nicht, also das ist echt, dann sagen die immer, warum brauchst du so lange für den Auto? Sag ich, du frag mal, was da abgeht. Und dann kriegst du jede Woche Rechnung 10.000 Euro, 20.000 Euro. Obwohl eigentlich gefühlt gar nichts passiert ist. Nur weil irgendeiner guckt dann sagt, das gefällt mir noch nicht, gucken Sie da nochmal drauf. Ne, und das ist jetzt in Deutschland, wir sind da ja alle ein bisschen schwierig. Perfekt. Also für Abgasanlagenzulassung ist Deutschland das perfekte Land. Also wenn wir in Amerika wären, ich weiß das selber, du könntest Anlagen bauen. Ich wollte gerade sagen, Junge, der könntest du gleich weglassen, den Auspuff wird keinen interessieren. Erinnere ich mich ganz lange zurück, da hat Jean-Pierre irgendwann mal ein Video gemacht, da war der in Amerika mit so einem GT3, hat er sich da, glaube ich, geliehen. Das Ding war Straight Pipe und da ist er da rumgeballert und hat sich da totgelacht in dem Auto. Hörst du, wie laut das ist? Hat keinen Schwanz interessiert. Hat keinen interessiert. Ich glaube auch, dass es bei uns, wenn es irgendwie nicht so gesetzt wäre, auch eigentlich keinen interessieren würde. Und in Amerika ist es legal, es gibt auch viele Bundesstaaten, das ist nicht so, aber auch in Florida oder auch in Kalifornien, da ballern die auch rum, aber dadurch, dass es legal ist oder dass es keinen interessiert, hast du auch nicht mehr diesen Drang, ich muss jetzt den ganzen Abend durch irgendwelche Häuserblöcke fahren und das Auto irgendwie hochdrehen, weil ich weiß, es passiert nichts und es ist, also denke ich mal, ist auch so einer der Gründe, ich würde sagen, ich zeige dir noch mal letzte Halle, bevor wir uns krass verquatschen. Da steht auch so ein bisschen was für dich vielleicht. Da bin ich aber mal gespannt. Gucken, ob du damit was anfangen kannst.
Auch nicht wundern, bitte, ist immer noch hier eine Ecke, in der so ein bisschen Überbleibsel ist vom Umzug. Ja. Ja klar, wenn du jetzt hier One-Man-Show machst, dann ist natürlich Zeit halt immer relativ knapp und dann überlegt man sich das halt doch, arbeite ich lieber noch mal eine Stunde, mach was fertig oder räume ich eine Stunde auf. Ja. Ne? Und jeden Sonntag 10 Stunden hier sitzen, muss ich auch irgendwie sagen, habe ich dann auch nicht mehr so Bock, ne? Deswegen, ja. Genau, also tickt GTR Pro, ausnahmsweise mal nicht von mir, sondern halt tickt, wird dir wahrscheinlich was sagen. Ja, klar, ich kenne die Jungs. Genau, Ackstand und so weiter, alles gemacht, gibt es nicht groß zu sagen, ist ein ich originaler sagen, GTR da gibt es Pro. ja riesige Pakete von den Jungs, die machen ja echt viel, gerade so Carbon und sowas, haben die ja super viel im Programm. Ja. Man kennt es ja hauptsächlich ja eigentlich über Corvette, Viper? Nee, Corvette machen die eigentlich, genau, also und eigentlich das hier. Und das kam ja irgendwann ja mal dazu. Genau. Ja. Da haben wir dann einen 991 GTS, komplett original, gibt es eigentlich auch nichts groß zu sagen. Punkt 2? Warte kurz, ich weiß es gerade gar nicht. Der Blinker, das ist vor Facelift, Punkt 1, das ist noch nicht der richtige LED. Der ist noch Sauger. Genau. Der ist noch Sauger. Daneben haben die klingt zwar ganz gut, aber gar kein Dampf. Nee, das nicht, aber Kunde sagte, er wollte noch sowas Pures, Echtes, damals auch neu gekauft und so, echt geil und hegt und pflegt den. Handschalter. Handschalter, okay, dann sehr cool, dann sehr cool. So, was ist da drunter? 993 Turbo. Verdammt! Okay, genau, mit WLS1-Paket. Also X51 mit K24-Ladern, genau, anstatt mit K16. Ja. Genau, komplett im Serienzustand. Ja, schick. Schwarz-schwarz. Genau, schwarz-schwarz. Hatten wir mal einen Kunden, der hat den mal bei uns, wir hatten einen Kunden, der hat den bei uns umbauen lassen. Ganz wilde Geschichte, ich habe bei dem immer einen 991 abgeholt. Und der hatte so ein Carport draus, da standen noch ein paar andere Autos, da stand immer so ein 993 unter der Plane. Und ich so, was hast du da stehen? Ein Carrera steht der draußen? Nee, da habt ihr noch einen 993 Turbo. Ich so, ja cool, können wir auch machen. Er so, ja, der hat sogar X51, der hat schon große Lader. Ich so, das Ding steht hier draußen, da war 20 gelaufen oder so. Dann haben wir den erstmal umgebaut, 650 PS. Das Ding hat so Spaß gemacht. Ja. Also auch die alten Autos kann man cool umbauen. Ja, das Ding ist echt krank. Also wirklich alles Originallack, alles Picobello, komplett Serie. Fuchsräder und so, also ja, tolle Autos. Also das Fahrerlebnis in dem Auto ist echt cool. Das Einzige ist Geschmackssache, stehe ich nicht so drauf. Man merkt halt sehr, wie das Getriebe auf dieser Schiene schaltet. Das finde ich ist unangenehm. Ich bin bis jetzt nur so ein bisschen Bewegungsfahrt und so, kann da gar nicht so viel dazu sagen, aber das ist auch so ein Ding, wenn du den hier stehen hast, hier der Nachbar vorne hat genau das gleiche Auto in Gelb, auch absolut krass, ne, von der Farbe her. Ja, der steht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ganz vorne so eine Stein... Was machen die? Hast du den Porsche gesehen im Hof? Nein, ich habe nur die Steine. Der steht einfach seit 6 Wochen draußen so, abgemeldet, 993 Turbo, Alter, geisteskrank. Wenn du verkaufen willst? Ja, ich glaube nicht, ich habe ihn nämlich schon mal gefragt, aber da war das Interesse nicht so hoch. Nee, tolle Autos, also sind echt schön. Ja, sind sehr schön. Auch schon mega selten halt im Originalzustand, ne? Ja. Ja, ansonsten genau, originale das sieht C7. so aus, als würde es gerade aus Japan kommen. Genau. Das ist mein E46 M3, den habe ich mal. Das ist ein YouTube-Projekt, also noch nicht, aber wird's mal. Und dann dachte ich mir, okay. Also Matti rausschneiden, ne? Ist doch geheim. Du haben schon so viele Leute gesehen, jetzt ist es auch schon egal. Ich dachte mir, okay, du kaufst den aus Japan so, bis dahin, bis er mal hier steht, kannst du nicht viel dazu drehen. Ja. Und dann wird er aufbereitet und machst so ein bisschen OEM Plus, der ist original alpinweiß, handgeschalten, schwarz innen, kein Schiebedach. Ja. Also ich will nicht sagen heiliger Gral, aber schon das, aber was die viele Kombi ist schon sehr cool. Und alpinweiß auf dem E46 M3, beziehungsweise allgemein auf dem E46 ist auch nicht ganz so unselten, sage ich mal, und deswegen echt geil. So. Vor 3 Jahren, jetzt weißt du, wie es mir geht, wollte ich, wie du mit dem 8L, ne, immer so ein bisschen was starten und so. Genau. Und deswegen ist er noch nicht mal gewaschen. Und dann sage ich mir, warum wäschst du den nicht so? Ich könnte ihn ja jeden Tag waschen, wenn ich wollte. Aber ich wollte halt für YouTube Punkt 1 oder ab Tag 1, deswegen ist auch noch hier die Beschriftung vom Schiff und so drauf. Ja, finde ich cool. Wollte ich halt damit starten. Und deswegen, leider steht das seitdem und ich weiß nicht, wann ich damit beginnen kann. Genau. Das ist cool, hat dann halt auch so richtig Geschichte am Schluss. Ne? So wirklich so von Tag 1, man startet komplett. Das finde ich ist sehr cool. Ja, genau. Daneben Kundenfahrzeug, Kundenprojekt 3,0 E36 M3, auch komplett original in Dakar Gelb. Ich liebe dieses Teil, vor allem gerade in Gelb. Ja, die sind sehr schick. Sehr geiles Auto. Obwohl es ja auch nicht so richtig gelb ist. Es ist ja so ein bisschen...
Weiß ich auch nicht. Irgendwas zwischen Zitrone und Banane, ausgeglichen, heller. Ja. Also es ist nicht so ein Postgelb, ist schon eher aber ist trotzdem cool. So eine 90s-Farbe. Soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist. Wir verstehen uns schon. Ja, das ist Lisas E36. Das war unser erstes Projekt vor 6 Jahren. Das ist ein 323 Coupé mit mittlerweile knapp 300.000 Kilometer auf der Uhr. Boah. Ja, den habe ich immer zum Geburtstag geschenkt. Cool. Der war Actis Silber, also eine silberne Farbe, Metallic ohne M-Paket. Und dann haben wir quasi Basiskarosse gestrippt, einmal komplett Restauration, umlackiert auf Individual Atlantis Blau Metallic, auch eine E36 Farbe, gab es auch nur eine Handvoll. Genau, und dann halt einfach M-Technik nachgerüstet. Der steht jetzt auf Luft. Bin ich kein Fan davon. Ich auch nicht, bei Luft bin ich raus. Im Umkehrschluss muss ich aber sagen, er fährt wirklich, also ich muss es leider sagen, es fährt sich leider gut. Also ich bin zweimal 997 Carrera auf Luft gefahren, war beides komplett Grotte. War komplett Grotte. In solchen Autos geht es auch, glaube ich, einfach nicht. Aber das Ding wiegt 1250, 1300 Kilo. Dann hat er Luft nicht so viel mit Gewicht zu Gewinde, tragen. gute Dämpfer drin. Ist okay, also kein Nordschleifenauto. Aber wir haben halt damals zusammen mit Falcon-Outlet so einen Individualradsatz gebaut, sogar mit Zentralverschluss. Wollte ich gerade sagen, dass wir hatten mal ein GT2 RS da, ein 991. Und der hat das gleiche Prinzip. Also ich gehe mal davon aus, dass es genauso ist. Wie so eine Distanzscheibe, die schraubst an die Radnabe dran, hast einen Zapfen, der rausguckst, Rad drüber und dann eine große Gewindemutter, also große Zentralverschlussmutter drauf. Also damals DTM 88 bis 95 teilweise auch gang und gäbe gewesen, dass das keine, haben die damals echt so gemacht? dass keine Achsstummel gab oder gebaut wurden, die direkt diesen Zapfen drauf haben, wie jetzt bei Porsche zum Beispiel, sondern das halt auch teilweise so gelöst wurde. Also das Original im La Motorsport Zentralverschluss, kriegt 800 Newtonmeter. Boah, Links, rechts. 800, krass. Links-Rechts-Gewinde. Ja, wir haben auch eigene Zentralverschlüsse, wissen die wenigsten. Wir haben ja Zentralverschluss auf Porsche gemacht, bevor Porsche da selber ein Programm hatte. Ja. So, und da hat mein Papa damals halt einen eigenen dafür gemacht, die haben immer 450 bekommen. Also 800 ist schon krass. Ja, ist auch, wenn ich da den großen Drehmoment auspacke, Lisa hängt da dran mit ihren 50 Kilo, ne? Das ist schwierig. Ganz im Eck, auch seitdem der Neubau fertig ist, ein Projekt von mir, mein F80 M3 Competition. Da ist eigentlich nur die Tür zu tauschen, das schaut ein bisschen wild aus. Ich habe die Stoßstange nämlich mal weggeschraubt, weil die Lippe angefahren war und dann habe ich sie wieder rangesteckt und jetzt schaut es aus quasi, als wäre das ein kompletter Totalschaden, aber ist eigentlich nur, die hängt nur ein bisschen. Hängt so ein bisschen, genau, Spiegelkappen waren Carbon, wie ich gerade schon gesagt habe, kommt wurden jetzt runter, erstmal lackiert. wird wieder blau, richtig. Und dann müsste man halt ein bisschen was dran machen, aber... Interieur-Lässefarbe oder bleibt das überhaupt drin? Das bleibt drin und ich finde es richtig geil. Aber ist auch immer Geschmackssache. Lisa findet es scheiße. Ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Freund von farbiger Innenausstattung. Aber in letzter Zeit, wir haben öfter mal diese 992 Carrera GTS da gehabt. Die waren grün und hatten immer dieses Trüffelbraun von innen. Die Kombination, ich fand es so geil. Die Dinger hier gab es ja auch mit Innenausstattung. Hier war in Nürnberg letztens einer gestanden in Außen. Hast JPs M3 Touring gesehen in der Farbe? Ja, habe ich Fotos Fidschi gesehen. grün Hab ich Fotos und innen gesehen. drin Fidschi grün mit richtig zitronengelbem Leder, aber Hardcore Bicolor, ne? Also Mittelstreifen grün, an den Seiten wieder gelb und dann Türtafeln entgegengesetzt, Lenkrad oben gelb, unten grün, also Hölle. Ne? Ich bin kompletter Fan davon, das ist halt 90s Hardcore, ne? Aber ist Geschmackssache halt. Ne? Klar. Ja. Nee, also ich bin immer schwarzer Innenraum eigentlich, immer schwarz. Also ich muss auch sagen, ich habe es auch immer vorgelebt bekommen von meinem Papa. Ja. Mein Papa hat immer alle Autos in schwarz gekauft von ihnen. Und Schwarz geht gewöhnst immer. du dich dran, aber, machst dir nie was falsch mit. Ja. Ne? Und muss ich ehrlich sagen, wir hatten früher öfter mal Autos mit rotem Interieur da, habe ich immer Kopfschmerzen gekriegt, wenn ich da länger mal mitgefahren bin. Ich weiß nicht, irgendwie kann meine Augen das überhaupt nicht ab. Ich zum Beispiel habe kein Problem damit. Ich weiß ich nicht, kriege ich Kopfschmerzen von. Aber wie du schon sagst, ist Geschmackssache und der eine kann halt besser mit umgehen, der andere nicht. Ja. Ne? Ja, aber schöne Farbe, erinnert mich sehr an unseren GT9. Unser GT9 damals war ja auch in so einem ähnlichen Blau, hattest du ja gesehen, die kaputte Karosserie. Wir hatten die Farbe aber damals ehrlich gesagt geklaut vom Touareg Dakar. Der war ja damals mit so Red Bull beklebt und hat mein Papa die Farbe geklaut. Der stand immer mal zur Ausstellung, als er den gesehen hat. Also, wie heißt der Farbcode, den brauche ich. Ja, warum nicht, ne? Ja, genau. Ja, aber schöne Halle hast du hier, hast echt gemütlich. Ja. Ist nicht zu groß, ist eine richtige Größe, würde ich sagen. Aber haben Soll wir auch vorhin gar schon nicht mal größer gesagt, werden. Ja, wenn du noch größer hast, wieder noch mehr Autos stehen. Du weißt es ja, du kriegst immer voll, ne? Also, kriegst es immer voll, irgendwie schon.
Ja, wir sind vorher, ich hatte Werkstattbereich 180 Quadratmeter und jetzt gewechselt auf 1000. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ey, ist mir zu wenig, dann musst du auch mal kurz überlegen, wo das Problem liegt. Vor allem, du bist ja auch immer noch alleine. Ja, ne? genau. Wie willst du das alles bewirtschaften? Ne? Das ja die ganze Seite zum Beispiel ist alles Projekte, die Mitte ist Projekte, die stehen, das ist egal, ne? Aber hey, das muss alles erstmal durchschrauben. Ne? Und es ist immer Motor hier, Kompressor da. Ja. Du switcht halt immer komplett, die Autos immer komplett anders. Ja, stimmt. Aber ja, wird. Ja, ich habe mich sehr gefreut über den Besuch hier. Gerne. Sehr cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen als vielleicht Porsche-Community bei dir. Ne? Ja, mal eine andere Seite. Aber ich sag mal so, im Endeffekt ist es hier, das Herz schlägt trotzdem an der gleichen Stelle. Ne? Ja, definitiv. Am Ende sind immer Kolben drin. Ne? So, sind immer Kolben drin, genau. Ja, nee, also wie gesagt, ich fand es echt cool hier. Hat Spaß gemacht. Schöne Führung, schöne Halle. Wir gucken mal, ne? Vielleicht definitiv. Machen wir noch mal was zusammen. Wir noch mal was zusammen. Schrauben mal ein bisschen. Genau. Dass wir nicht immer nur labern. Aber das können wir zwar auch gut, aber das andere können wir auch gut. Gucken wir mal. Ja, schön. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Dann lasst mal ein Like da, Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen habt, wo wir vielleicht auch mal hinfahren sollen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne auch den netten Herrn abonnieren. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.